Servus Leute, willkommen auf dem YouTube-Kanal von Mountainbike News. Ich stehe hier mit dem Marc von Giant und er hat uns die neue Kids Fully Bike Palette mitgebracht mit dem Fave. Das Ganze gibt es in Mallet 27, 26 und als Full 24 Inch. Genau. So sieht's aus. Also seid gespannt aufs Video, seid gespannt auf die Bikes. Bis gleich. So, Marc, du hast uns was richtig Feines mitgebracht und zwar das neue Fave. Das neue Fave-Modell gibt es in zwei Varianten, das hatte ich eben im Intro schon erzählt. Es gibt das Mallet-Bike mit 27,5 und 26 Zoll am Heck und es gibt das Ganze in Full 24 Inch. Genau. Was gibt es denn für Details zum Rad? Was kannst du uns erzählen dazu? Wir haben es in zwei Laufradgrößen, beziehungsweise in zwei Setups. Das ist ein Rad, in das wir extrem viel Know-how reingesteckt haben und auf das wir echt lange gewartet haben, weil viele von uns haben Kinder und ich finde es natürlich cool, wenn sie mit dem Trail fahren können und das Ding auch funktioniert. Ja. Und dass das nicht so ganz einfach ist bei so einem kleinen Rad, ist wahrscheinlich jedem klar, weil man halt irgendwie versuchen muss, die Geo so anzupassen, dass das Kind halt Spaß auf dem Rad hat, genügend geringe Überstandshöhe haben, damit es halt irgendwie auch, wenn es mal nicht klappt, vernünftig absteigen kann. Und das Fahrwerk halt vor allem funktioniert. Und das ist eigentlich so der größte Knackpunkt, dass die Fahrwerke, die man so von der Stange bekommt, eigentlich nicht auf Gewichte von, keine Ahnung, unter 35 Kilo abzustimmen sind, weil da halt Luftvolumen, Rebound, Kompression, alles eigentlich nicht so weit anzupassen sind. Also, was man ja schon raushört, ihr habt euch da viel Gedanken zugemacht zu den neuen Kids Fullies. Heißt, die Geometrie ist spezifisch angepasst, bedeutet, wir haben aber auch hier eine Geometrie, die absolut Enduro-Bikepark tauglich ist. Absolut. Du hattest vorhin schon mir gegenüber erwähnt, 64er Lenkwinkel, 77er Sitzwinkel. Also das ist eigentlich wie ein modernes Erwachsenen-Enduro oder Bikepark-Bike. Ja. Gibt es da noch mehr Details, was ihr spezifisch für die Kinder angepasst habt? Also sei es jetzt Geometrie, sei es vielleicht die Griffe oder die Kurve? Ja, genau. Das ist eigentlich ein ganzes Paket. Ne? Wir fangen mal oben an. Wir haben von Tektro eine kinderspezifische Bremse verbaut, haben spezielle Griffe für die Kids verbaut, die halt ein bisschen dünner sind, ein bisschen schmaler sind. Haben dann ein spezielles Fahrwerk entwickelt. Das ist eine komplette Eigenentwicklung. Wir machen ja schon seit längerer Zeit eigene Gabeln und Dämpfer. Das ist sozusagen Giant Crest. Genau. Falls die Zuschauer das noch nicht kennen, das nennt sich Giant Crest. Genau, das ist unsere Dämpfungslinie. Das sind Gabeln und Dämpfer, die wir in-house produzieren und auch selbst entwickeln. Das ist nichts irgendwie zugekauftes. Da wird bei uns extremer Entwicklungsaufwand betrieben. Ja. Und speziell für das Rad ist sogar eine eigene Gabel und ein eigener Dämpfer entworfen worden, der halt dann angepasst ist. Heißt, die Dämpfung, also die Kartusche ist dementsprechend nicht so überdämpft, dass die Kids also damit klarkommen und das halt für ihr geringes Gewicht auch nutzen können. Genau. Aktuell sind diese Gabeln eher in Preisbereichen von unterhalb 2.000 € verbaut, aber die Funktion ist halt extrem gut und die Fertigungstoleranzen extrem gering, sodass wir extrem, würde ich behaupten, einen geringen Reibwert haben und dadurch das Ansprechverhalten feines Ansprechverhalten ist. Was halt natürlich mega wichtig ist, umso geringer das Gewicht des Fahrers ist. Ne? Ja. Was ich auch gesehen habe, die Laufräder sind ja auch von euch, korrekt? Genau. Die sind ja auch neu, glaube ich, oder? Genau, das sind Laufräder. Dieses TRA-Laufrad verbauen wir auch bei unseren normalen Erwachsenen-MTBs, wenn man das mal so benennen will. Und das sind sehr hochwertige Laufräder mit einer neuen Felgenflanke. Wir haben ein recht breites Felgenhorn von 5 mm, 30er Innenweite. Und dadurch hast du halt den Vorteil, dass wenn du mal einen Durchschlag hast, die Pandanfälligkeit deutlich geringer ist als bei einem regulären oder bei einer relativ schmalen Felgenhorn. Und ja, es ist halt 1:1 eingeschrumpft, dieses Laufrad, zu unserem normalen 27,5 oder 29 Zoll Laufrad, das wir verbauen. Also das ist sehr viel Aufwand gemacht worden, um halt alles irgendwie optimal anzubieten für die Kids. Wenn wir schon bei den Laufrädern sind, wir können ja mal ganz kurz durchgehen, was die Ausstattungskomponenten angeht, weil die Ausstattungskomponenten, es gibt sozusagen eine Ausstattungslinie für beide Modelle, also für das Mallet Bike und für das 24 Zoll Bike. Genau. Die sind identisch, kosten auch den identischen Preis, den können wir ja schon mal vorher verraten. Ja, also 2.399 wird das Rad kosten. 2.399 €. Ich meine, das ist dafür, dass es customized für Kids ist, ziemlich cooles Angebot, würde ich sagen. Ich denke, es ist angemessen, genau. Ja. Wir bieten das quasi in den beiden Varianten, wie du es erwähnt hast, als Mallet-Version und 24 Zoll für Giant an und dann noch parallel nochmal für Liv. Wir haben ja auch unsere Liv-Kollektion. Um die Mädchen anzusprechen, die Girls. Ja, die sollen natürlich auch nicht zu kurz kommen und auf dem Trail auch Spaß haben.
Deswegen haben wir das auch nochmal für Liv gespiegelt. Ja. Eigentlich 1:1 gleich ausgestattet. Durch die Bank haben wir halt kidsorientierte Parts. Also wir haben eine Kurbeln. 10-fach-Schaltung. Ne, das wir vielleicht mal kurz durchgehen. Wir haben auf jeden Fall eine 10-fach-Schaltung. Zum Wir haben Microshift. Microshift, genau. Wir haben eine Kurbel, die ist spezifisch kurz. 140 mm Kurbel. Ich meine, über die Dämpfer und die Gabel haben wir gesprochen. Wir haben 140 mm an der Front. Genau. Und 135 mm Federweg am Heck. Also auch recht ordentlich. Ne? Genau, also ich meine, mehr braucht es eigentlich nicht. Die Kids können das Ding nicht voll ausreizen. Und da war uns wichtiger, dass wir da nicht so weit hochgehen mit dem Federweg. Ja. Eher den Fokus darauf legen, dass die super soft anspricht Ja. und die Überstandshöhe so gering wie möglich bleibt. Und das Ding, ansonsten passt es mit den Winkeln irgendwann nicht mehr, wenn der Federweg zu lang wird. Und deswegen ist das eigentlich so der beste Punkt. Weil du gerade die Überstandshöhe nochmal erwähnt hast, die Sattelstütze. Ich glaube, über die haben wir noch nicht gesprochen. Die ist auch neu. Interessant, genau. Das ist eine spezielle Stütze, so Context-Switch-Stütze. Wir machen ja schon lange eigene Stützen. Aber diese Stütze hat nochmal eine andere Kartusche drin mit einem geringeren Losbrechmoment, sodass dass man halt da weniger Kraftaufwand auch für den Hebel wahrscheinlich braucht und auch weniger zum Absenken, weniger Gewicht braucht. Genau, spezieller Hebel und auch eine spezielle Kartusche. Und dann ist es echt eine runde Nummer. Marc, in welchen Farben gibt es das Fahrrad denn eigentlich? Also wir haben ja die Mallet-Version und die 24-Zoll-Version und die Liftbikes. Was gibt es da für eine Farbpalette? Genau, wir haben jedes Rad jeweils in einer Farbe. Das Giant-Modell in Mallet halt in diesem Copper, in diesem Kupferfarben. Und dann gibt es das 24 Zoll in so einem Alu-Raw mit Klarlack überzogen. Was auch ziemlich nice aussieht. Ja, sieht heiß aus. Und die beiden Lift-Modelle haben wir dann das große Mallet-Rad, zarten Pink, sieht aber cool aus. Und das 24 Zoll in so einem bonbonfarbenen Grün. Ja, sehr, sehr cool. Super interessantes Fahrrad. Was mich jetzt noch interessieren würde, ab wann ist es denn erhältlich? Oder das wird wahrscheinlich auch viele Zuschauer interessieren. Ja, ist schon erhältlich. Wir haben es vorletzten Monat gelauncht und die Räder stehen im Handel. Ja. Und nur losgehen und mal Test fahren und die Kids mitnehmen, einpacken und dann mal schauen, wie das passt. Ja, ganz genau. Okay. Marc, vielen, vielen Dank für die Präsentation vom neuen Giant Fave. Hat super viel Spaß gemacht, super interessantes Fahrrad auch. Wenn ihr mehr wissen wollt zu dem Fahrrad, dann schaut ihr bitte in unseren Artikel dazu. Ansonsten lasst ein Like da, lasst uns ein Abo da und bis zum nächsten Video. Ciao, Marc. Vielen Dank.